Hallo, ich bin Christoph von Synasty und ich zeige euch heute, was Mapping-Sets sind. Mapping-Sets sind ganz einfache Übersetzungstabellen, womit man einen Wert auf der linken Seite in einen Wert auf der rechten Seite übersetzen kann. Typisches Beispiel ist, wenn man Shopsysteme und Warenwirtschaftssysteme miteinander verbindet, dass man die Kategorien einander zuordnet. Ja, das zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe hier meine Kategorien für meine Produkte auf der linken Seite aus meinem Quellsystem. Das heißt, ich möchte zum Beispiel K-Star in die Kategorie-ID meines Warenwirtschaftssystems übersetzen, was in der Warenwirtschaft zum Beispiel eine 1 ist. Ja, und so weiter. Das heißt, wir spielen das Ganze einmal durch. Ich habe ein Mapping-Set vorbereitet und habe hier eine zweite Kategoriespalte, eine Zielkategorie, ja, und habe als Quelle erstmal ausgewählt, dass da auch der Brandname reingehen soll, also der Markenname. Das heißt, aktuell sieht alles gleich aus. Jetzt gehe ich auf Funktionen und kopiere mir hier mein Mapping-Set rein. Das heißt, wir sehen hier dieses Mapping-Set. Es hat auf der linken Seite mein Markenname und auf der rechten Seite immer den Zielwert, ja, 1, 2, 3 und so weiter. Und jetzt klicke ich mal auf Vorschau anzeigen und wir schauen, was passiert ist. Wir sehen, dass jeder Wert übersetzt wurde, bis auf Big Cat. Okay, Big Cat taucht hier in der Liste nicht auf, habe ich mit Absicht gemacht, um auch mal zu zeigen, was passiert, wenn ein Wert fehlt. Damit kommen wir auch zu den sogenannten Mapping-Modus. Ja, damit kann man einstellen, was passieren soll, wenn etwas nicht gemappt werden konnte. Aktuell ist eingestellt, den Originalwert ausgeben. Das sehen wir hier, dass einfach das, was reingeht, kommt auch wieder raus. Wenn man das ein bisschen besser erkennen möchte, könnte man sagen, nicht gemappte Werte entfernen. Ich drücke wieder Vorschau und man sieht, okay, dann wird ein nicht gemappter Wert entfernt. Man könnte auch sagen, dass man das Ganze präfixen möchte. Dann steht immer No Mapping da. Das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man im Nachgang filtern möchte, um solche nicht gemappten Werte rauszufiltern, zu entfernen. Oder man kann auch sagen, ich möchte einen Standardwert benutzen, zum Beispiel eine Standardkategorie. Ja, ich schreibe die hier mal einfach rein. Und jetzt wird immer das genommen. Ja, wenn ich jetzt hier einen anderen Wert zum Beispiel entfernen möchte, würde das auch hier noch mit angezeigt werden. Eine ganz nette Sache ist, dass man zum Beispiel auch Pfade übersetzen kann. Nehmen wir mal an, wir haben als Quellwert, den schreibe ich jetzt mal hier rein, so einen Pfad. Ja, also so eine Dreiteilung getrennt durch ein Slash. Aktuell kann er damit nichts anfangen und kann das nicht übersetzen, deswegen sehen wir hier Standardkategorien. Wir können aber sagen, okay, hier ist ein Trennzeichen, soll er benutzen, der Slash. Und dann sehen wir, dass quasi das hier nach dem Slash aufgesplittet wird und jedes einzelne Segment dieses Pfades wird mit Hilfe dieses Mapping-Sets übersetzt. Ja, dadurch, dass ich das hier oben bei Wert reingeschrieben habe, ist das jetzt in allen 10 Zeilen das gleiche, aber man sieht schon, K-Star wird durch eine 1 ersetzt und so weiter. Und das durch eine 2 und Runner's Choice durch eine 3. Gut, nehmen wir noch einen weiteren Fall. Ich bleibe mal bei den Mapping-Modus. Wir sehen, dass wir hier auch Suchen ersetzen und Mapping, wenn Wert enthält, enthalten haben. Suchen ersetzen erkläre ich am besten mal an einem anderen Beispiel. Dafür nehmen wir uns zum Beispiel einen längeren Produkttext. Ja, den kopiere ich jetzt auch wieder bei Wert rein. Das heißt, es wird wieder in allen Zeilen angezeigt. Und als Mapping-Set tausche ich das Ganze jetzt mal aus. So, wir haben hier einen Standard Lorem Ipsum Text genommen. Und als Mapping-Set sage ich, okay, Dolor soll durch AAA und AMET durch BBB ersetzt werden. Als Mapping-Modus habe ich eingestellt, Suchen ersetzen. Und wenn wir uns anschauen, was passiert, dann sehen wir, dass die entsprechenden Wörter in dem Text jeweils übersetzt werden. Das heißt, bei Suchen ersetzen wird diese Liste hier der Reihe nach abgearbeitet und jedes Vorkommen wird ersetzt. Das Trennzeichen kann ich entfernen, das wird hier nicht gebraucht. Das macht auch nichts.
Okay, was können wir noch machen? Wir können auch dieses Suchen ersetzen, können wir auch noch ein bisschen weiter ausbauen, und zwar Mapping Wert enthält. Das heißt, er soll den kompletten Wert hier unten übersetzen, sobald einer dieser Werte enthalten ist. Ja? Das heißt, Dolor kommt drin vor, also das greift als erstes, also steht hier unten, wird der komplette Wert ersetzt. Nehmen wir an, dass wir das zum Beispiel für eine Blacklist verwenden sollen, wenn zum Beispiel in Texten Wörter drin vorkommen, die nicht verwendet werden dürfen. Dann können wir sagen, okay, angenommen Dolor wäre so ein Wort, dann könnten wir hier Achtung reinschreiben und es würde automatisch diese Spalte mit Achtung gefüllt werden und man könnte im Nachgang jetzt solche Artikel rausfiltern. Genau, was gibt es noch? Es gibt noch das Mapping nach Bereichen. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn man Berechnungen macht. Ich nehme mal hier, ich nehme mir mal eine andere Geschichte und sage hier mal, wir haben in unserem Beispieldatensatz auch Preise enthalten. So, das heißt, hier sind eigentlich Preise. Ich könnte nun sagen, oder nehmen wir Rabattstaffel. Ja, das sind meine Preise und ich möchte sagen, okay, ich möchte jetzt je nach Höhe dieses Preises einen unterschiedlich hohen Rabatt geben. Ich könnte zum Beispiel sagen, Produkte bis 100 Euro sollen 5% Rabatt bekommen und danach soll es 10% Rabatt geben. Ja, dazu muss ich hier eigentlich nur ankreuzen, dieses Mapping-Set beinhaltet Bereiche. Ich muss hier auch noch den normalen Mapping-Modus einstellen und dann wird automatisch, hier habe ich mich vertippt, ein Bis soll das sein, dann werden automatisch hier unten die entsprechenden Rabatte angezeigt. Außer bei diesen Zeilen, da habe ich den Bereich noch nicht richtig getroffen. Das heißt, wir nehmen auch noch das mit dazu und sagen hier vielleicht irgendwas ganz Hohes, was es gar nicht gibt, und da gibt es 15%. So, und jetzt habe ich alle Bereiche abgedeckt und habe überall einen Rabattwert stehen. Und damit könnte ich jetzt im Nachgang vielleicht irgendwie weiterarbeiten. Das war es soweit zu Mapping Sets in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.